hast es dir aber gemütlich gemacht unter dem Baby-Baldachin voller Weintrauben. Schmecken gut. Lecker, lecker. Finde ich auch. So, Freunde, wir machen jetzt mal ein Spezialtraining mit dem Paul an dem Babybahnhof. Und zwar möchte ich ihn darauf trainieren, dass er die Geräusche von der Babybahn mitbekommt und keine Angst mehr davor hat. Paul, komm. Die Bahn kommt hier alle 20 Minuten, also haben wir ganz viel Zeit, in Ruhe aufzubauen. Erstmal pullern. Baby, Barracuda, oh, Baby, Brust, ja. Paul, du Sau. Baby, Bauchschmerz danach? Und mit Schweinen sollte man sowieso nicht so viel Treppen laufen, dafür sind sie nicht gemacht. Nehmt einfach den Fahrstuhl, wenn einer da ist. Komm, wir gucken, ob der Fahrstuhl ist. Oi, fein, guck mal, der Fahrstuhl. Und jetzt müssen wir aufpassen auf die Rille, die da ist, nicht, dass ein Hüfchen da feststeckt. Aber guck mal, wie schön der Paul das macht. Fein. Zahlen bitte. Sie wollen ein Schwein kaufen? Ja, bitte. Wo ist denn der Baby-Barcode? Weiß ich nicht. Das ist doch Ihr Laden. Ja, beiß sie, die alte Truller. So ein Arsch. Wird das noch? Ich will bezahlen. Da ist er. Und was kostet das? 1000 Euro kostet das. Was? 1000 Euro? Das ist mir viel zu viel. Behalt dein doofes Schwein. Dann bleibst du hier. Weißt du was? Dann kauf ich dich einfach. Ich krieg ja Mitarbeiterrabatt. Du bist mein. Und schon sind wir oben. Ups, und haben den Klicker verletzt. Fein, gut gemacht. Ich präsentiere euch den Babybahnsteig und die Babybahngleise und die Babybäume. Und jetzt laufen wir mal weiter. Pauli, komm! Paula, komm! Super. Pauli war nämlich noch nie auf dem Bahnhof. Paul, komm! Na komm! Jawohl! Du bist halt verblümt, dicker, wa? Die Menschen sollten nie weiter als bis zur weißen Linie gehen. Und da sind Griffel drin, damit auch die Blinden wissen, dass sie da nicht drüber schreiten sollen. Wenn man aber ein Tier dabei hat, sollte man lieber in der Mitte bleiben, weil es doch ganz schön laut ist und der Windzug einen doch ziemlich nah an die Bahn ziehen kann. Holy fein machst du das. Jetzt nach 5 Minuten entspannt sich der Paul. Wenn gut ist, in 10 Minuten kommt die Bahn, da können wir den Paul gut vorbereiten. Ja, sieht man daran, dass er jetzt auch immer mehr hochhopst. Das würde er nicht machen, wenn er auf Anspannung ist. Und er guckt jetzt auch wieder und will nicht weg, also alles schick. Schau, Pauli, wir gucken, ob noch mehr schöne Sachen sind. Paul, weißt du eigentlich, wer noch so gern Weintrauben gegessen hat und Wein getrunken hat? Der Baby Bacchus. Eine von mir. Eine von mich und den Rest für dich. Wichtig beim Training ist, dass ihr die Tiere an all mögliche Geräusche gewöhnt. Zum Beispiel, wenn jemand zufällig das Ding hier ausklappt, nicht, dass es sich erschreckt und sich losreißt. So lernt der Paul schon mal kennen. Solange die Leine gestramm ist und er Stress hat, gehen wir nicht weiter. Wenn er sich entspannt, so wie jetzt, können wir weitergehen. Martiki? Hier ist wieder was, wo man trainieren kann. Ich könnte mir hier was Süßes holen und Pauli lernt, wenn es Krach macht, gibt es für ihn auch was Schönes. Ah, super, das ist in dem Markt. Um Kotze und sowas machen wir natürlich einen großen Bogen. Nicht, dass dann erkrankt wird. Wir wissen, warum, wer dahin gekotzt hat. Pauli, komm!
Babyblume. Jo. Jetzt kommt gleich die Bahn und wir trainieren mal am Eingang, damit, wenn Paul Stress kriegt, wir ganz schnell abhauen können. Komm, Paul. Super. Prima. Ich bin aufgeregter als das Schwein und Paul macht den super. Prima. Toll. Super. Aber er hat einen leichten Impuls. Er hat einen leichten Impuls nach da zu rennen, weil es ihm blöd war. Aber ich habe ihm jetzt was gegeben, was er besonders lecker findet. Erdnussbutter. Damit ist er jetzt mit dem Kopf ganz woanders als bei der Bahn. Hi! Jetzt bist du behütet. Jetzt bist du barhäutig. Jetzt bist du behütet. Barhäutig. Behütet. Barhäutig. Behütet. Barhäutig. Behütet. Barhäutig. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Immer schön die Leine festhalten. Pauli. Guck mal. Super. Die haben wir schon mal. Jetzt fährt die hier. Nein. Prima. Aber ich bin trotzdem aufgeregter als das Schwein. Das Schwein interessiert sich ja nicht für die Bahn anscheinend. Aber man sieht das registriert da. Die Ohren rotieren ja ein bisschen. Die sind nicht nach vorne, die sind zur Seite gerichtet. Hi, Paul. Super. Prima, Paul. Moritz, wo ist mein Babybällchen? Eben warst du noch da? Ah, du hast das Baby bebrütet. Da kommt kein Küken raus. Nicht den Stiel mit Essen. Paul! Nicht den Stiel! Auf! Ich pflück mir neue, Paul. Da ist er! Und? Was kostet das? 999 Mark 90. Nee, gibt's ja Euro. Und was kostet das? 99 Euro. Ganz schön billig, wa? Und was kostet das? 1000 Euro kostet das. Was? 1000 Euro? Das ist mir viel zu viel. Behalt dein doofes Schwein. Dann bleibst du hier. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Pauli geht schon mal nach Hause. Hast gut gemacht, Paul. Juppie.